Ich euch mal meine Bearcat vor. Die Bearcat ist ein Baukasten aus dem Hause 3W, schon eine sehr betagte Konstruktion, über 30 Jahre schon am Markt. Das hier ist meine zweite Bearcat. Die Maschine hat ein paar Besonderheiten, die sie unterscheiden von der Serienmaschine. Sie hat ein vorbildgetreues Fahrwerk mit dem originalen Knickgelenk drin beim Einfahren, deswegen steht die Maschine höher, hat für den großen Motor vom Propeller auch die Bodenfreiheit, die man da gerne hätte. Hat einen Carbonflügel, um das Gewicht von dem Fahrwerk wieder zu sparen. Die Hälfte der Maschine ist nachgefertigt in Carbon, um sich diese Gewichtszunahme leisten zu können. Hat als Motor drin ein 300er Moki-Motor drin. Der Motor ist stark nachoptimiert, muss man sagen, damit er so läuft, wie er jetzt läuft, und das tut er jetzt wirklich gut. Ist also wie die originale Bearcat eine Maschine, die eine hohe Motorleistung in einer sehr kleinen Zelle unterbringt. Und so fliegt das Ding halt auch, und diese Brause und diesen Dunst hat die Maschine. Wenn man die gesehen hat in der Luft, hat schon eine sehr hohe Autorität. Akustisch von der Präsenz in der Luft ist das Ding schon wahrnehmbar. Sie hat durch diese Ausbauten gab es ein paar schöne Sachen. Sie hatte ein Scale-Cockpit drin, aufschiebebar, mit Pilot, mit Konsolen, alles. Das ist daheim. Das kann ich mir nicht leisten, das wiegt 1 Kilo mehr. Die Maschine ist 24,9 Kilogramm. Deswegen gibt es ein Fliegecockpit, sieht man in der Luft sowieso nicht. Und zum Ausstellen gibt es noch ein schönes Cockpit dazu. Sie hat ein verstärktes Höhenruder, ebenfalls aus Carbon gemacht, mit stärkeren Steckungen drin, weil die ab 240 Stundenkilometer Höhenruderflattern bekommen hat. Hat hinten 2 direkte Servoanlenkungen drin, einfach um jede Elastizität aus den Gestängen rauszuhaben. Hat sehr kräftige Servos drin, 40 Kilo Landeklappen-Servos. Hat, wie gesagt, Gewicht ist 24,9 Kilogramm. Ich habe Telemetrie drin, Motordrehzahl, Geschwindigkeit kann ich ablesen. Und der ist von der Propellersteigung, ist ein einstellbarer Propeller. Von der Propellersteigung her ist der eingestellt, dass die bei 245 Stundenkilometer 5300, 5400 Umdrehungen dreht. Und das in Verbindung mit dem Hubraum klingt halt sehr tief, sehr basslastig, sehr, sehr cool einfach. Und ist von der Akustik so mit dem 250er Antrieb so nicht schaffbar. Das klingt einfach anders. Ja, wie gesagt, Fahrwerk, Flügeleigenbau, um das Fahrwerk hier reinzubekommen. Das Originalfahrwerk sitzt hier und ist wesentlich kürzer. Und Bauzeit von der Maschine ist 3,5 Jahre gewesen, inklusive dem Formenbau für den Flügel und dem Fahrwerksbau. Ich habe Freunde in Daxford, wir durften an die originale Bearcat hin in Daxford, durften im Radkasten rumturnen, die vermessen und fotografieren, jedes Maß davon abnehmen, und mit den Maßen nach Hause gefahren ist dieses Fahrwerk entwickelt worden. Es gibt 3 Maschinen, die so aufgebaut sind. Wir hatten nie vor, eine Serie zu machen, das ist nur im Freundeskreis. Also, wird fest? Ja. Mit der anderen Hand. Genau.
was? Ich tue das Ding inzwischen auf 11% dann aufdreht, dann blendet er eigentlich nicht. Ja. Ich komme rein, ich kann mich aufs Vollgas und aufs Hörer konzentrieren, was nichts mehr. Ich glaube, du musst halt nicht was nachhauen. Was ist denn besser? Das ist mal 3 Jahre mit dem Hochgehen, mit dem großen T6. Und dann sage ich, wir kommen keiner weglassen. Dreh mal, jetzt kommt die Methode. Drehst du den rein, dann kommt der immer, gell? Ja, ja. Wenn man da ist, das dann schon.